Hat Disziplin ein Imageproblem? Disziplin ist die höchste Form der Selbstliebe. Wenn es dir schwerfällt, das Wort Disziplin als etwas Positives anzunehmen, dann möchte ich dir was mitgeben, und zwar: Hat Disziplin ein Imageproblem? Ich glaube schon. Wie siehst du das? Woran denkst du, wenn du an das Wort Disziplin denkst? Welche Gefühle kommen da auf? Ist das etwas Positives für dich oder etwas Negatives? Meine Wahrnehmung ist, dass für die meisten Menschen Disziplin ein negatives Wort ist, dass sie dabei eben an das Militär denken, zum Beispiel an Gehorsam denken, dass sie daran denken, dass Kinder zum Beispiel diszipliniert werden oder dass man in der Schule eben brav da sitzen musste und dass da Disziplin gewaltet hat und das für viele einfach etwas ist, wo sie sagen: „Nee, das lehne ich ab." Und ich glaube, dass das natürlich begründet ist aus der Vergangenheit raus, aus der Historie, aus den Jahrzehnten, den Jahrhunderten, die eben vergangen sind. Und ich glaube aber auch, dass es heutzutage anders sein könnte und anders sein sollte. Ich selber sehe Disziplin als etwas Positives an, was darauf zurückzuführen ist, gib mir 'ne Minute, verstehst du auch, was ich meine? Ich sage, dass Disziplin etwas Positives ist, denn es hilft mir selbst, meine Ziele zu erreichen. Warum ist es negativ besetzt für viele? Weil es früher immer etwas war, was von außen kam, so immer vielleicht zu weit gegriffen, aber es ist oft etwas gewesen, was von außen kam, die Eltern, der Oberbefehlshaber, was auch immer. Es war immer etwas, was von außen kam und die Person, die diszipliniert wurde oder die sich, ja, mit Disziplin verhalten sollte, die hat das gemacht, um sich irgendwo einzufügen oder Erwartungen zu erfüllen oder in ein System zu passen. Und ich glaube, dass vieles davon heutzutage nicht mehr relevant ist, weil einfach die Situation sich 'n bisschen geändert hat. Und grade als erwachsener Mensch sollte Disziplin nichts sein, was du als negativ empfindest, weil eben eigentlich dir keiner mehr sagen kann oder sagen sollte, was du zu tun oder zu lassen hast. Also, natürlich alles in einem gewissen moralischen Rahmen, das ist klar, aber es sollte jetzt nicht mehr so sein, dass du irgendwie Angst hast, dass etwas passiert, wenn du dich so und so verhältst, solange es eben in 'nem gewissen, ja, rechtlichen und moralischen Kontext und Rahmen passiert. Und deswegen sage ich, dass Disziplin etwas Positives ist, was du für dich nutzen kannst, um zum Beispiel eben deine Ziele zu erreichen. Und wenn es dir schwerfällt, das Wort Disziplin als etwas Positives anzunehmen, dann möchte ich dir was mitgeben, was zum Beispiel mir geholfen hat, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Und zwar füge vor das Wort Disziplin noch das Wort Selbst hinzu. Also dann haben wir nicht mehr Disziplin, sondern Selbstdisziplin. Das heißt, du sorgst für dich selber dafür, dass du gewisse Dinge tust, die du ja eigentlich eh tun willst. Also, du hast dich ja dazu entschieden, etwas zu tun. Bleiben wir beim Beispiel Sport. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst: „Ich will dreimal die Woche irgendwie zum Sport gehen", und dann brauchst du am Anfang vielleicht hast du super viel Motivation und dann lässt die irgendwann nach und dann baust du Gewohnheiten auf, aber vor allem hast du 'ne Entscheidung getroffen, dass du das für dich machst. Und dann brauchst du eben diese Disziplin und vor allem diese Selbstdisziplin, dass du auch wirklich eben weiter hingehst, auch dann, wenn's vielleicht 'n bisschen schwer wird. Und wenn du jetzt sagst: „Okay, ich brauche Disziplin", dann brauchst du vielleicht 'n externen Trainer, der dich jedes Mal anruft und sagt: „Hey, hier, du kommst heute zum Training." Aber wenn du sagst, du machst es für dich und das in den Vordergrund rückst, und dann brauchst du eben nicht diese externe Quelle an Unterstützung oder die Peitsche oder was auch immer es ist quasi, was du damit verbindest, sondern du hast ja für dich entschieden, du machst das. Und dann brauchst du nur Selbstdisziplin. Das heißt, du musst dafür sorgen, dass du dich selber so auf die Kette kriegst quasi, also, dass du dein Leben organisiert bekommst, dass du das Ganze eben durchziehst. Und ich glaube, das Wort Selbstdisziplin ist für viele leichter anzunehmen als etwas Positives, weil ja das Wort selbst drinne steckt. Und der Umgang mit dir selbst sollte ja in der Regel etwas sein, was positiv ist, was höflich, freundlich, liebevoll geschieht. Und damit sind wir auch bei einer weiteren Definition von dem Wort Disziplin, was ich mal vor Kurzem gelesen habe und was ich einfach sehr schön finde, und zwar, dass Disziplin die höchste Form der Selbstliebe ist. Und ich sage es noch mal, weil das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, da wirklich mal verstehen, was dahinter steckt hinter diesem Satz. Disziplin ist die höchste Form der Selbstliebe. Merkst du, welche Kraft Disziplin hat auf einmal oder Selbstdisziplin? Also, wenn es dann nichts Positives ist, dann weiß ich auch nicht, was ich noch sagen kann, um dich umzustimmen, dass das Wort Disziplin ein Imageproblem hat und dass es eigentlich etwas Positives sein sollte, denn Selbstliebe
ist ja etwas, was auf jeden Fall für jeden von uns relevant sein sollte. Wir sollten alle sehr liebevoll mit uns umgehen. Wir sollten uns alle selbst lieben, denn wenn wir das nicht tun, dann kann es auch kein anderer tun. Wenn du dich selbst nicht respektierst, wenn du dich selbst nicht wertschätzt, wenn du dich selbst nicht liebst, dann bist du gar nicht in der Lage dazu, Liebe nach außen zu tragen, eben anderen Menschen damit zu begegnen. Und wenn man das eben verbindet mit Disziplin, ich glaube, dann merkt man einfach, was das für eine Kraft hat und warum Disziplin etwas Positives ist. Lass uns da mal noch einen Schritt weiter reingehen. Ich setze mir ein Ziel, das für mich wichtig ist, das ich erreichen will, weil ich weiß, dass es mich weiterbringt, dass es mir gut tut und dass es einfach für mich das Richtige ist. Und wir wissen alle, am Anfang sind wir super motiviert, dann gibt's irgendwann so eine Phase, da lässt die Motivation so ein bisschen nach und dann ist eben so der Moment oft, wo man sagt: „Okay, jetzt brauche ich so ein bisschen Disziplin, dass ich das durchziehe, auch wenn ich mich gerade mal nicht danach fühle.“ Und wenn wir uns jetzt daran erinnern, warum wir dieses Ziel gesteckt haben, also eben um es für uns zu machen, dann fällt es mir doch viel leichter, diszipliniert zu agieren, als wenn ich sage: „Okay, ich mache das jetzt für die anderen und weil ich da Erwartungen erfülle und Sonstiges.“ Nein, ich mache das nicht für andere, ich mache das für mich. Ich mache das quasi aus Selbstliebe, also ein Akt der Selbstliebe, dass ich dieses Ziel erreichen will, weil ich weiß und überzeugt bin, dass es für mich gut ist, dieses Ziel zu erreichen, sonst hätte ich's mir ja gar nicht gesteckt. Und da ist eben wirklich dieses Selbstdisziplin-Thema etwas, was einfach ganz viel damit zu tun hat, wie du über diese Sache denkst. Wenn du jetzt sagst: „Okay, ich muss jetzt dreimal die Woche zum Sport gehen, weil ich mir dieses Ziel gesteckt habe, dass ich, keine Ahnung, in einem Jahr so und so viel Bank drücken kann oder den Marathon laufe“ oder was auch immer. Dann hast du diese falsche Einstellung. Dann hast du dieses: „Ich muss das jetzt machen, weil ich habe ja dieses Ziel da.“ Wenn du aber sagst: „Ich habe mir dieses Ziel gesteckt, weil ich weiß, dass ich's kann, weil ich weiß, dass ich's verdient habe, weil ich weiß, dass es mir gut tut, wenn ich dieses Ziel erreiche“, dann gehst du ganz anders an die Selbstdisziplin ran, weil dann sagst du nicht: „Ich muss das jetzt machen“, sondern dann sagst du: „Ich darf das jetzt machen, weil es mich meinem Ziel näher bringt.“ Und natürlich hast du trotzdem noch so 'n kleinen Dialog in dir, in deinem Kopf quasi, wenn du dich mal nicht so fühlst, aber es fällt dir halt viel leichter, damit gut umzugehen, zu sagen: „Das ist etwas, was ich für mich entschieden habe, dass ich es mache.“ Und dann hast du viel weniger Widerstände, weil du dir das immer wieder bewusst machst, dass das von dir auskommt. Das ist selbstgewähltes Ziel, es ist Selbstdisziplin, es ist eine Form der Selbstliebe, dass ich eben jetzt zum Beispiel zum Sport gehe, dass ich mir und meinem Körper etwas Gutes tue und natürlich auch meinem Geist. Und da hilft es halt einfach sehr, an dieses Thema Disziplin mit diesem Mindset ranzugehen. Also, deswegen noch einmal dieser Satz, weil er so wunderschön ist: „Disziplin ist die höchste Form der Selbstliebe.“ Und jetzt bin ich super gespannt, wie du das ganze Thema siehst, ob du ein negatives Image bei dem Wort Disziplin vor dem Video hattest und wie du das Ganze jetzt siehst, ob du den Satz eben annehmen kannst für dich, dass Disziplin etwas Positives ist, dass Selbstdisziplin etwas Positives ist und dass es eigentlich die höchste Form der Selbstliebe ist. Schreib das gerne mal in die Kommentare, was du über das Wort Disziplin denkst, wie du damit umgehst und welche Erfahrungen du gemacht hast. Ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder einschaltest in die nächste Episode Erfolgsgeflüster. Da wird es nicht um das Thema Disziplin gehen. Insofern, hier gibt's noch ganz viele andere spannende Themen, aber ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Mach's gut, bis dann.